Erst Bus, jetzt Tram. Der Weg zieht sich und Maxi hat den größten Teil noch vor sich. 35 Minuten mit der Regionalbahn. So, das ist jetzt der letzte Stopp. Von hier fahren wir dann nach Hofgeismar und insgesamt sind wir einmal auf der Hasenecke, in Wolfsanger, bin jetzt hier und in Hofgeismar, also 4-mal umsteigen und noch einen Fußweg von 20 Minuten. Und dann sind wir in 1 Stunde und 35 sind wir dann endlich in Hofgeismar. Eine Geduldsprobe nach ÖPNV-Art. Das Reisen ist umständlich, weil es an der Infrastruktur vielerorts wirklich hapert. Viel zu lang wurde von allen am Auto festgehalten. Und da müssen wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und ehrlich sein, das haben wir politisch gewollt gemacht. Also immer weniger Busse fahren lassen, dann nur noch Schülerverkehre. Dann sind natürlich auch immer weniger Leute eingestiegen, weil das Angebot schlechter geworden ist. Also eine Art Todesspirale auch ein bisschen, die wir da aufgebaut haben. Dabei könnten die Öffis noch viel mehr die Umwelt entlasten, als sie es heute schon tun. Fast 20 Millionen Menschen wurden 2021 täglich im Berufs- und Pendlerverkehr transportiert und dabei fast 14 Millionen Autofahrten eingespart. Außerdem führt der Umstieg der Bahn im Fernverkehr auf 100% Ökostrom dazu, dass nur noch 1 Gramm CO2 pro Person und Kilometer ausgestoßen wird. Beim Pkw ist es 154 Mal so viel, beim Flugzeug sogar 214 Mal mehr. Für einen einzigen Kilometer mit dem Auto, nur so zum Beispiel, könnte man mit der Bahn von Köln nach Frankfurt fahren. Maxi hat es bald geschafft. Nach dem 3. Umstieg hat er jetzt tatsächlich eine halbe Stunde Zeit, um zu arbeiten. Sonst würde ich das natürlich noch mal kurz in der Schule machen, aber das spare ich mir jetzt und dann kann ich mir in der Schule dann auf meinen Kaffee mich freuen und dann habe ich alles vorbereitet, muss nur noch drucken und ja, kann dann direkt dann in den Unterricht starten. Zielbahnhof Hofgeismar. Jetzt noch 20 Minuten Fußmarsch. Es war auch gar nicht so lang, wie ich es gedacht hätte. Also es kam wirklich relativ schnell mir vor und jetzt bin ich doch pünktlich da. Gerrit lässt es in der Zwischenzeit richtig krachen. Laut Fahrlehrer soll er schließlich die erste Runde so fahren wie immer. Also alles wie sonst auch. Stopp. Wie viel Sprit hat Gerrits Fahrstil denn jetzt verbraucht? Und wir sind gefahren 37,9 Kilometer und haben exakt 7 Liter gebraucht auf 100 Kilometer. So, Gerrit, jetzt ist umweltfreundliches Fahren angesagt. 2000 Umdrehungen ist Maximum. Ja, schalten. Ganz entspannt. Vorne hinfahren. Ja. Du siehst spätestens jetzt, wenn die bremsen. Oh, da ist eine Ortschaft, Fuß vom Gas. Runter. Ganz klein wenig bremsen. Morgens fand Maxi es noch entspannt, mit den Öffis zu fahren. Und jetzt? So, Schulschluss. Jetzt heißt es endlich wieder nach Hause mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich muss mich ein wenig beeilen, denn der Zug, der kommt gleich. Mittlerweile ist die Temperatur auf 30 Grad gestiegen. Die Fahrzeit zieht sich wie Kaugummi. Ich kann nicht mehr. Es ist warm. Ich will endlich nach Hause. Also die Rückfahrt, die war wirklich jetzt sehr, sehr anstrengend. Ja, die Umstiegszeiten, die waren doch ein bisschen enger getaktet als heute Morgen, wo es dann doch ein bisschen entspannter war. Ja. Dream a little dream of me. Nach vorne gucken, Tempo 30. Einmal runterschalten, 3. Gang. Drinnen lassen. Ganz kleines bisschen, obwohl, oh, das passt. Rollen. Das ist definitiv ein anderes Fahren. Ja, natürlich. Das muss ich auch trainieren. Ja, ja, klar. Ich muss mir da richtig Mühe geben. Und? Hat der sanfte Fahrstil was gebracht? Wir haben gefahren 37,9 Kilometer. Jawohl, genau dasselbe Strecke. Und haben 5,8 verbraucht. Also von 7 auf 5,8. 1,2 Liter auf 100 Kilometer weniger. Wow, nicht schlecht.
Als Fahrdienstleister beim Arbeiter-Samariter-Bund hat Gerrit 20 Fahrzeuge unter sich. Ich werde probieren, das bei uns in der Firma auch ein bisschen anzureizen, dieses Thema, dass man da erstens wahres Geld sparen kann und zweitens auch einfach was Gutes tun für die Umwelt. Denn die Rohstoffe sind nicht unendlich und man sollte schon bewusst damit umgehen. Sanfter fahren und Tempo runter. Autofahren mit Vernunft. Dass er eine Menge Sprit und CO2 einspart, hat Gerrit ziemlich beeindruckt. Aber ob ihn das bei der Stange hält? Und Maxi? Der hat die Tortur mit dem öffentlichen Nahverkehr durchgehalten. Nicht schlecht. Und nur 18 Kilo CO2 verbraucht anstelle von 65 mit dem Auto. Doch es wäre noch mehr drin, wenn er vielleicht das Fahrrad nimmt.